Stronger With You Powerfully ist da. Ja, ich teste Stronger With You Powerfully, der neue Duft von Armani. Yes, hier sind die alten Kollegen hier, das Normale, das Intensely und das Absolutely. Und Powerfully jetzt, also richtig Fully Style. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Lange nicht gesagt. Und wir gehen rein. Oh, ja, warum Powerfully? Ich habe die anderen übrigens ausgelassen, weil ich gar nicht mehr so auf dieser Schiene war. Überhaupt nicht mehr war ich so auf der Stronger With You Schiene. Ich wollte eigentlich die fast, sag ich mal, ja nicht verkaufen, aber ich habe gesagt, ich trage sie kaum. Was heißt kaum? Also das, ja, ein bisschen schon. Aber irgendwie ist man dann doch wieder reingekommen, weil ich das Absolutely gern getragen habe jetzt im Winter. Obwohl eigentlich das Intensely mein Lieblingsduft ist und Powerfully, immer alles schön mit Y hinten. Ja, habe ich auf jeden Fall jetzt doch mir geholt, wegen der Kirschnote. Obwohl normalerweise Kirsch ja tot ist, sagen wir mal so, oder langsam mal aus den Sinnen oder raus, whatever, weil jetzt mit Kirsche anzufangen, aber ich habe mir gedacht, Moment mal, Stronger With You, süß, Kirsche, könnte was werden. Wenn dann noch diese Vanille, Kastanie und was da alles so mitschwingt, übliche, dann könnte das eventuell was werden. Ja, und jetzt haben wir Powerfully. Hier, wir fangen mal mit dem Flakon an. Ja, der Deckel, das übliche. Ja, schöner Juice, ne? Und ja, und beim Sprüher bekommt er auf jeden Fall was Gutes in your face. Ja, zum Duft. Ne? Gehen wir jetzt mal rein. Wir haben eine Kirsche mit Mandarine und Lavendel am Anfang. Also auch das alte, übliche Spiel ist dabei mit Lavendel und Mandarine. So, ein Endeffekt ist ja fast nur die Kirsche, weil wir können jetzt noch weitermachen. Kastanie und Vanille kommen dann hinzu. Und ja, dementsprechend, warum rieche ich jetzt hier dran? Man riecht eigentlich alles hier. Und dementsprechend habt ihr eigentlich das alte Spiel nur mit der Kirsche. So, und ja, man nimmt am Anfang minimal die Kirsche wahr. Ich war am Anfang, muss ich schon sagen, enttäuscht. Es wurde dann allerdings ein bisschen besser. Also ihr müsst den vielleicht 1-2 Tage stehen lassen oder beziehungsweise ein paar Stunden erstmal nach den Sprühen und dann kommt ein schon ein bisschen so das, was für eine Kirsche ist das? Es wird, glaube ich, nur Kirsche angegeben. Ich kann mal ganz gucken. Ich habe das hier, muss ich mal ganz kurz aufmachen. So, ja, es wird nur Kirsche angegeben. Also ich glaube aber eher, dass das eine dunkle, schwarze Kirsche ist, die nicht so extrem süß ist. Der Duft ist, der ist süß, ne? Übrigens der süßeste. Also in meiner Nase ist das der süßeste von denen hier. Da kommt der hier, das Original, ist schon frisch dagegen, tatsächlich. Und das war am Anfang. Wisst ihr noch, wo der rausgekommen ist? Oh, was für ein süßer Duft. Ja, ist nur noch frisch dagegen. Wirklich süß. Ich mache ja gern mal so eine Dinger, so eine süßen Düfte, ne? Also ich bin nicht nur süß, es ist einfach so, dass ich auch gern süße Düfte mache. Und dementsprechend, ja, ist das nice, ne? Wirklich nice. Da liegt die Betonung auf nice. Also wäre richtig Oldschool-Video heute, ne? Erstmal einen Namen erwähnt, habe ich früher mal gemacht. Und jetzt noch mal das, habe ich ja lange nicht, ne, gemacht. Mein Merchandise oder immer schön nice. Ja, da liegt die Betonung auf nice. Ja, auf jeden Fall. Ich war da nicht mehr enttäuscht und bin wirklich ein Freund dieses Duftes geworden. Ich habe den ja auch getragen. Süß, süß, süß. Aber natürlich, für mich hätte die Kirsche mehr sein können, weil ihr habt grundsätzlich schon das andere. Aber jetzt noch mal ein Vergleich. Viele meinen, wenn man den hat, braucht man den nicht. Das ist Quatsch. Testet die mal bitte 1:1. Ihr habt wahrscheinlich den nur im Kopf und dann sagt ihr das. Ihr müsst die mal 1:1 auf der Haut testen. Nein, no way. No way. Genauso wie den Absolut übrigens nicht. Nein, das ist so ein hier. Man könnte ihn dazwischen stellen. So ein Ding ist das. Aber die Kirsche hätte mehr. Wir wollen das mal ganz richtig machen. Ich bin immer so einer, ne? Das sollte schon richtig sein, alles. Sonst triggert mich das. Es ist wenig Kirsche drin. Es müsste mehr Kirsche präsent sein. Das würde ich mehr feiern. Die ist nur im Hintergrund und im Endeffekt habt ihr das nur süßer, ein bisschen abgerundeter. Ich kann das hier nochmal sprühen. Also den brauche ich nicht sprühen. Das ist auf jeden Fall nicht der Duft. Und die Leute, ganz ehrlich, die kommen ein frisch vor, die Düfte.
Ja, jetzt hauen wir mal hier Stronger with You Style. So. Der ja noch ein bisschen süßer ist. Aber das hier, ne, der ist süßer. Um einiges süßer als die. Jetzt fliegt das hier alles rum und schön auf meinen guten 3.000 Euro Laptop hier. Ne, meine Güte, ey. Ja, mal machen jetzt riecht der Laptop gut nach Duft. Wird meine Frau wieder abdrehen. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn sie den auch benutzt, ne, und dann riecht das nach Parfum. Stronger with You. Auf jeden Fall top, allerdings mit weniger Kirsche als gedacht. Ich hätte mehr Kirsche gehabt, aber lohnt sich jetzt dieser Duft? Wir kommen gleich zur Haltbarkeit und Serge. Lohnt sich dieser Duft? Ja, man könnte aber wirklich sagen, wenn ihr die anderen habt, braucht ihr den nicht unbedingt. Es sei denn, ihr wollt wirklich dieses bisschen Kirsche haben. Denn auf jeden Fall. Und zur Haltbarkeit, ja, muss ich nicht viel sagen, ist auch wie die anderen ein starker Duft. 8-9 Stunden mit guter Sillage. Ihr werdet auf jeden Fall wahrgenommen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Das ist Stronger with You Powerfully. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Ich hoffe nichts, weil irgendwann muss gut sein. Ich habe, also es gibt ja noch diese anderen Dinge, Amber, hast du nicht, bla 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 gesehen. Das ist aber auch schon einige eingestellt. Da werde ich aber euch noch was zeigen drüber. Demnächst was Interessantes, was Günstiges dagegen. Ja, auf jeden Fall Powerfully, wie gesagt, um ernst zu bleiben. Ihr könnt den haben, wenn ihr Kirsche gut findet. Wenn ihr dieses bisschen Kirsche haben wollt. Oder wenn ihr noch was mehr Süßeres haben wollt. Ja. Aber normalerweise, wenn ihr die habt, oder ich meine wegen den Absolute oder den Intensi, müsst ihr es nicht unbedingt haben. Nicht unbedingt. Obwohl sie schon im Gegensatz ein bisschen anders sind. Ja. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Aber sonst als Release für den Winter und so ist das ein guter Duft. Ist das ein schöner, guter Duft? Ich habe den eine 8, glaube ich. Ich gehe mal ganz kurz rein. Das mache ich ja jetzt immer. Und gucken auch mal, wie der bewertet bis jetzt ist. Er hat jetzt nur 66 Bewertungen, aber 8,3. Habe ich ihn auch schon bewertet. Yes, ich habe ihm eine 8 gegeben. Gleich mal vorweg, ich bewerte nicht immer so hoch. Ne, einfach so, oh ja, ich finde den Duft gut, da gebe ich eine 9 oder eine 10. Nein, ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn sehr gut. Hört dazu. Gut. Stronger with You finde ich gut. Powerfully. Aber es ist eine 8. Ne, ich bewerte jetzt nicht so hoch. Ne, bei mir ging nicht immer gleich alle 9 oder so oder 10. Das ist eine hohe bewertete Nummer. Hier als Beispiel. Ich weiß gar nicht, aber was ich denen gegeben habe. Auf jeden Fall eine 10 oder 9,5, weil ich den andere Nummer, das ist ein gutes Teil. Und dann bewerte ich manchmal noch später noch ein bisschen anders, nach ein paar Monaten. Man muss ja immer, immer neu manchmal. Ich lasse das nicht so stehen, weil ein Duft kann auf einmal auch anders sein. Hier, Blue Talisman. Ein Top-Duft, ist aber auch keine 10. Ne, das verstehen so Leute immer nicht. Ich glaube, eine 8,5 habe ich denen gegeben. Ja, also ich bewerte nicht so hoch wie viele andere, die immer nur für jeden guten Duft, den sie gut finden, eine 10 geben. Das macht keinen Sinn. Ne? Aber auch keine 0. 0 kenne ich auch in meiner Bewertung nicht. Nicht mal einen, der richtig stinkt. Den Spermaduft da, den Blutspermaduft, habe ich eine 3 gegeben, weil das ist ja so ein Parfüm-Kunstwerk im Endeffekt. Ne? Ich schweife ab. Stronger with You Powerfully solltet ihr testen, könnt ihr testen. So. Klappe zu, Affe tot, sagt man immer früher. Ja, dementsprechend, sagt mal, was ihr zu diesem Duft, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann gehen Grüße raus an euch alle und an meine Mitglieder. Folgt mir, sage ich jetzt auch mal, wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch nicht hier wart. Und sonst, ja, aber mich sollte man ja eigentlich kennen. Ne? Alles gut. Gut, dann bin ich raus, Freunde. Und bis zum nächsten Mal.